Schau dir dieses Video, wenn du eine schöne Zukunft haben willst. Hast du dich jemals gefragt, wie eigentlich deine Lebensumstände zustande gekommen sind? Warum du so und so viel Geld auf deinem Konto hast und nicht mehr? Warum zum Beispiel, bevor der Monat zu Ende geht, das ganze Geld auf deinem Konto verschwindet? Hast du schon mal deinen Kleiderschrank dir angeschaut? Welche Gedanken, welche Gefühle dich dazu gebracht haben, diese Farben auszusuchen, diese Formen, diese Kombination? Hast du dich schon mal gefragt, wie du es schaffen kannst, dass deine Zukunft eine schöne ist, viel schöner als deine Vergangenheit oder deine Gegenwart? Ich kann dir sagen, wie du das machst. Ich kann dir helfen, dass du eine wirklich kompromisslos glückliche Zukunft hast. Und es ist total einfach. Glaub mir. Ich habe das ausprobiert, ich weiß es aus Erfahrung. Setz dich hin, nimm einfach ein Blatt Papier mit Kugelschreiber, handschriftlich, nicht digital. Digital ist sozusagen hat überhaupt gar keinen Kontakt zu dir, sondern handschriftlich, so dass du es mit der Hand spürst, dass deine Gedanken durch die Hand, durch deinen Kugelschreiber oder Bleistift einfach auf Papier geschrieben werden. Versuch kompromisslos, ohne zu sagen, ja, das wird wohl nie funktionieren oder warum sollte es bei mir funktionieren oder ich schaffe das nie. Nein, lass einfach all diese wenn und vielleicht und so weiter alles weg. Schreib einfach rigoros, wirklich kompromisslos, wie du möchtest, dass deine Zukunft wird. Und dann musst du natürlich auch die Entscheidung treffen, was du mit Zukunft meinst. Zum Beispiel in 6 Monaten, in einem Jahr, in 2 Jahren, wie auch immer. Und wenn du sagst, die Zukunft, also das ganze Leben ist viel zu groß, dann nimm dir einen Bereich davon, Partnerschaft zum Beispiel, oder Finanzen, oder Arbeit, oder Wohnbereich, Wohnsituation, familiäre Situation, die Situation mit deinen Freunden, irgendein Bereich, ist egal, weil das bei jedem Bereich funktioniert. Das ist ja das Faszinierende. Du nimmst einen Kugelschreiber, schreibst auf, wie du in dem Bereich, zum Beispiel Finanzen, willst, dass dein Leben in 6 Monaten wird oder in 12 Monaten. Zum Beispiel, du verdienst jetzt 2.000, 3.000, du willst zum Beispiel 10.000, 20.000 verdienen. Und du bist selbstständig, du verkaufst irgendwas und sowas. Also so präzise, so detailliert wie möglich. Das musst du schreiben. Und wenn du dafür nicht 1 Stunde, sondern 1 Woche Zeit brauchst, um zu schreiben, dass du sagst, so wirklich genau so will ich, dass meine Zukunft wird, ist okay. Niemand hat gesagt, du musst jetzt in 2 Minuten schnell schreiben. Denk darüber nach. Indem du schon darüber nachdenkst, ob du es glaubst oder nicht, werden neue Kräfte in dir mobilisiert, aktiviert und mobilisiert, die du bis jetzt noch nicht benutzt hast. Die hast du, die Kräfte hast du, hat jeder. Nur die hast du überhaupt nicht entdeckt. Davon wusstest du überhaupt nichts. Wenn du jetzt anfängst darüber nachzudenken, wie will ich denn eigentlich, dass meine Zukunft wird, mein Leben, zum Beispiel was Partnerschaft angeht, Liebe, Freundschaft, Finanzen, Wohnsituation, was auch immer. Indem du schon darüber nachdenkst, dir selber diese Frage stellst, was willst du, werden neue Kräfte in dir freigesetzt. Und ob du es wahrhaben willst oder nicht, du nimmst, indem du nur Frage stellst, du hast noch keine Antwort, du stellst nur die Frage und nimmst Kontakt auf mit deiner Zukunft. Du nimmst Kontakt auf mit deiner Zukunft. Und zwar eine energetisch-seelische Verbindung stellst du her. Je detaillierter du das schreibst, was du willst, umso kräftiger wird diese Verbindung zu deiner Zukunft sein. Soweit klar. Also du schreibst
ich verdiene so viel Geld, ich habe ein Auto, ich habe 2 Autos, ich habe einen Sportwagen, ich habe ein SUV, was auch immer. Oder Partnerschaft, meine Freundin ist so und so viel alt und hat diese Eigenschaften, wir leben zusammen, wir sind glücklich, wir gehen zusammen spazieren, wir gehen zusammen essen, wir verbringen gerne Zeit miteinander, uns geht es einfach gut. Oder meine Wohnsituation, ich lebe am Strand, wirklich völlig frei. Einfach die Träume, die du hast, schreibst du auf, ohne Rücksicht darauf, ob das machbar ist, egal, wirklich alles egal. Du erlaubst dir selbst, allein das ist schon eine Errungenschaft, du erlaubst dir selbst Träume zu haben. Dass du sagst, ich erlaube mir, dass meine Träume, die ich unterschwellig immer schon hatte und verdrängt habe, nach dem Motto, das wird wohl nie geben in meinem Leben, die lässt du jetzt einfach zu, dass über die Nervenbahnen in deinen Arm, im Kugelschreiber auf Blatt sichtbar geschrieben werden. Ich sag's nochmal, indem du das aufschreibst, gibst du einen Befehl an die Schöpfung. Was? Nochmal. Indem du aufschreibst, was du willst, du kannst es immer wieder korrigieren und präzisieren, du kannst erstmal ganz grob schreiben, dann Details. Auch wenn du 2 Monate dafür Zeit brauchst, egal. Aber du konzentrierst dich darauf, jeden Tag 5 Minuten, 10 Minuten, wie viel auch immer. Nimmst du dir Zeit und versuchst herauszufinden, in dem Bereich, in dem Bereich, in dem Bereich, was für eine Situation dich wirklich glücklich macht. Das schreibst du auf. Je präziser du das machst, umso präziser wird das Kommando, das du an die Schöpfung schickst. Wenn du schon geschrieben hast, dass du sagst, ja, jetzt passt es, das will ich, dann machst du weiter. Mit dem Kugelschreiber erstellst du eine Liste von Sachen, die du jetzt tust in deinem Alltag oder immer wieder tust. Sachen, die du isst, Sachen, die du trinkst, wenn du Zigaretten rauchst oder Shisha oder was weiß ich, wie die alle Dinge heißen. E-Zigarette und so weiter. Wie du dich ernährst und so. Mit Menschen, die du zu tun hast. Die schreibst du auf, negative Menschen meine ich. Das ist die Negativliste. Das sind Dinge, von denen du weißt, wenn du willst, dass dein Leben in 6 Monaten, in 2 Jahren so wird, dann musst du diese Dinge runterfahren. Und du kannst nicht Zigaretten rauchen und erwarten, dass du jetzt einen schönen Körper hast und sexy bist und ein langes Leben hast. Passt nicht. Also intelligente Menschen rauchen nicht, Entschuldigung, wenn ich das so sage. Die Schrauben beisammen haben, die Tassen beisammen haben, die rauchen nicht, sie trinken nicht. Sie schauen sich nicht irgendwelche dämliche Serien an. Sie kauen keine Kaugummis, sie nehmen kein Parfüm. Sie lassen sich nicht vergiften mit parfümierten Shampoos und haben mit schwachsinnigen Menschen nichts zu tun. Sie meiden Menschenmassen und so weiter. Versteht ihr? Intelligente Menschen erreichen ihre Ziele, die anderen nicht, sie träumen davon nur. Also du erstellst eine Liste, Negativliste von Sachen, die du jetzt schon tust. Aber du weißt, die musst du lassen, wenn du weiterkommen willst, wenn du willst, dass dieser Traum in Erfüllung geht. Und dann erstellst du eine Positivliste. Für beide Listen, auch wenn du 2 Monate Zeit brauchst, egal. Wirklich egal. Jede Kleinigkeit, jedes bisschen Klarheit, die du dir dadurch erlangst, ist ein Kommando, ist ein Befehl an die Schöpfung, dass dein Traum in Erfüllung geht. Du hast noch gar nichts getan, du schreibst nur die Liste. Also Negativliste und dann Positivliste. Ein Mensch, der so ein Leben hat, so lebt. Wie sieht er aus? Was für ein Haarschnitt hat er? Wie sieht er körperlich aus? Wie sieht seine Ernährung aus? Macht er Sport? Was macht er? Positivliste, das sind Dinge, die musst du tun, damit dein Traum in Erfüllung geht, aber die tust du noch nicht. Die schreibst du auch auf. Also Schritt Nummer 1, du wirst dir bewusst, was für ein Leben du haben willst. In irgendeinem Bereich, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Schritt Nummer 1. Schritt Nummer 2, Negativliste. Schritt Nummer 3, die Positivliste.
Und dann Schritt Nummer 4, du fängst an, die Negativliste, fang bei ganz einfachen Schritten, die dir leicht fallen. Fang da an. Nimm dir nicht die größten und schlimmsten Herausforderungen als erstes. Fang bei Kleinigkeiten an, die du weißt, die schaffst du leicht. Dadurch wirst du größer, während die Herausforderungen immer kleiner werden. Und bei Positivliste genauso. Da fängst du immer bei Kleinigkeiten an. Zum Beispiel, wenn du ein Morgenmuffel bist, dass du sagst, ich verpasse viel von Vormittag. Dann nimm dir nicht vor, dass du normalerweise stehst um 10 auf, dass du sagst, ab jetzt fange ich 5 Uhr morgens an. Geht nicht, funktioniert nicht. Wenn du jedes Mal 10 Uhr morgens aufstehst, dann mach es auf 9:30 Uhr. Am nächsten Tag auf 9 Uhr. Dann 8:30 Uhr, schrittweise, verstehst du? Terrorisiere dich nicht. Es geht um Glückseligkeit und nicht militantische Selbstzerstörung. Schritt Nummer 1, ich sag's nochmal, Schritt Nummer 1, schreib dir auf, was du willst und wann. Schritt Nummer 2, Negativliste, was du alles unterlassen musst. Schritt Nummer 3, Positivliste, alles, was du tun musst. Schritt Nummer 4, fang an, Negativliste langsam runterzufahren und Positivliste hochzufahren. Du wirst dich wundern, wie schnell dein Traum in Erfüllung geht. Wer das nicht erlebt hat, er glaubt es mir nicht. Tu es. Du wirst dich wundern. Und du wirst selbst ein Wunder sein in deinem Leben. Am Anfang für dich und später für andere. Ich wünsche dir dabei viel, viel Erfolg. Und bleib daran, gib es nicht auf. Du musst nicht schnell Erfolge haben. Du wirst Erfolge haben. Lang anhaltende Erfolge brauchen auch Zeit. Schnelle Erfolge vergehen schnell. Vergiss meine Worte nicht. Und ich bin für dich da, heute und morgen und alle Tage, bis ans Ende aller Dinge. So steht es geschrieben und so geht es in Erfüllung. Ich liebe dich und bin für dich da. Alles Gute und bis bald. Ciao.